Passt auf! Also, wenn euch das neugierig macht, guckt euch das Video an und lasst vielleicht ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, schaut mal rein, was ich hier angestellt habe. Die beste Werkbank der Welt. Ja, hallo zusammen. Wenn ihr jetzt bis hierhin geguckt habt, dann wisst ihr ja schon, dass das neue Projekt funktioniert hat. Ja, ich starte gerade erst damit. Bin mal gespannt, wie es läuft, weil ich habe ganz viel von dem, was ich dafür recherchiert hatte, vergessen, weil ich eigentlich vor einem halben Jahr schon anfangen wollte und dann ist mir ein anderes Projekt dazwischen gekommen und dann, ja, andere Hobbys noch. Jetzt starte ich auf jeden Fall damit und jetzt geht es erstmal ans Holz auftrennen und ja, ich zeige euch mal, was ich mache. So, hier habe ich meine Bohlen. Das ist die Siebdruckplatte, die ich oben als Fläche nachher genommen habe. Und jetzt geht es erstmal darum, praktisch die Bohlen aufzuschneiden, zu besäumen, ja, und dann zu hobeln, dass ich praktisch da meine Kanthölzer rauskriege, aus denen ich das Ganze bauen möchte. Das ist also jetzt so der Plan. Das ist ein relativ festes Holz hier, das ist amerikanische Eiche, die ich hier habe, weil ich wollte die Bank also nicht zu leicht bauen, damit die auch schön fett auf dem Boden steht nachher. Das ist so der Plan. Ja, und wie gesagt, das ist jetzt so die Nummer, wie es losgeht. Ich habe hier ein etwas groberes Blatt drauf gemacht auf die Säge. Den Anschlag ein bisschen weiter zurückgeschoben, weil wenn man so Bohlen aufschneidet, die haben schon mal ein bisschen Spannung und gehen dann so ein bisschen auseinander. Und damit sich hier nichts einklemmen kann und deshalb, wie gesagt, den Anschlag ein bisschen weiter zurück, dass dann sozusagen Platz ist, dass das Holz arbeiten kann. Ja, und das ist so der Plan für die nächste Zeit. Ich schneide jetzt erstmal so ein bisschen auf. Vielleicht mache ich zwischendurch noch mal ein ganz kurzes Video vom Aufschneiden, dass ihr das seht. Mal gucken. Ich bin gespannt, wie es wird. Total nervös. So, einen Schritt weiter sind wir. Moment. So kann man mehr sehen. Das sind jetzt die grob zugeschnittenen Bohlen. Das sind die Reste. Und was man noch mal ganz klar sagen muss, hier die gute Säge. Ja, die ist wirklich richtig gut. Also wir reden von Eichenbohlen und die ist da durchgegangen wie durch Butter. Also sozusagen wie das warme Messer durch die Butter. Was natürlich ist, das seht ihr hier, das ist das, was hier oben rauskommt. Dieser kleine Absaugschlauch, der kann einfach nicht das leisten, auch nicht mit dieser Art Spanenschutzhaube oder Schutzhaube, was so eine Zuhaube leistet, die dann einen 10er Schlauch drauf hat, also 10 cm Schlauch drauf hat. Das kann die einfach nicht. Also das, was hier jetzt rauskommt, hat nichts mit der Absauge zu tun, die nach unten zieht, sondern hat mit der Absauge oben drauf zu tun. Da gibt es Leute, die haben sich da entsprechende Sachen dran gebaut. Aber ganz ehrlich, das, was ich jetzt hier liegen habe von der Menge Holz, das ist das, was ich aus der Schreinerei von früher auch kenne. Und da reden wir von Profizeugs. Ne? Die haben halt dann auch nur die Absaugung von unten gehabt. Und deshalb ist das echt in Ordnung. Das nächste, was jetzt kommt, ist halt das Aushobeln. Das heißt, die werden abgerichtet, dass die wirklich genau gerade sind. Die winklige Kante wird hier dann dran gehobelt, dass ich hier genau einen rechten Winkel habe. Dann hobele ich die Bretter hier genau auf 10 cm. Und von der Dicke gucke ich mal, was ich rauskriege. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Das hängt jetzt davon ab, wie krumm oder wie gerade die sind. Das passiert dann alles hier an der Hobelmaschine. Für die, die es noch nicht gesehen haben, die ist fahrbar. Da habe ich mir eine Fahrvorrichtung drunter gebaut. Das kann ich euch aber dann mal unter das Video drunter linken, wer das sehen möchte, dass die mobil wird.
Ja, gut, ich lege einfach mal los und dann schauen wir weiter. So, gehobelt habe ich sie jetzt. Ich habe die jetzt genau auf 100 mm in der Höhe und 22 mm in der Stärke. Ich hätte gern ein bisschen mehr gehabt, aber da war leider nicht mehr rauszuholen. Aber davon abgesehen, halten tut das allemal. Zumal nachher auch viele Hölzer dann nochmal aufeinander geschraubt werden. Also die Füße zum Beispiel, die werden dann ja 44 mm dick. Und dann ist das mehr als genug, zumal das eine Eiche ist. Ich habe das Hobeln jetzt mal nicht gefilmt, weil ich gehe davon aus, eigentlich jeder von euch, der selber zuschneidet und hobelt, der weiß, wie Hobeln funktioniert. Und die anderen, die holen sich die Hölzer fertig im Baumarkt. Gut, ich werde mal langsam mit dem Zuschneiden loslegen. Ich werde jetzt nicht alles zwischendurch filmen. Ich denke, der Zusammenbau nachher, der ist interessanter für euch. So, ich habe schon mal einen ganzen Teil jetzt zugeschnitten und das nächste, was jetzt kommt, ihr könnt das sehen, ich muss hier Radien dran schneiden. Das sind die beweglichen Füße, die dann schön mitdrehen sollen. Ja, ihr seht, ich denke mal, viele Sachen werden sich nachher selbst erklären, wenn ihr es im zusammengebauten Zustand seht. Aber wie gesagt, jetzt geht es erstmal daran, Radien da dran zu machen. Und das gibt auch nachher, da wo das Kreuz ist, auch nicht genau die Drehachse nachher. Das muss dann ganz genau gebohrt werden. Da kommt es wirklich drauf an, es muss passen. So, hier geht es jetzt weiter. Und zwar werde ich diese beiden Stücke zusammen machen. Ich werde eine Lamello-Verbindung hier reinfräsen. Dann werden die hier verleimt. Und als nächstes wird dieses Teil nochmal hier drauf geleimt. Dann habe ich hier auf jeden Fall eine ganz stabile Verbindung. Hier kommen also dann 4 Schrauben auf jeden Fall rein. Dann kann sich das Ganze auf keinen Fall mehr verdrehen, weil das halt eine der Stützseiten ist, um mal weiter nach oben zu gehen. Und hier kommt dann der Drehpunkt rein. Das gibt dann die Verbindung nach oben hoch zur Werkbank. Und damit ihr sich hier schön drehen kann, sind hier beide Seiten auch rund. Ganz einfach. Ja, oder nicht einfach, das sehen wir dann mal. Hier an die Seiten kommen auch nochmal Füllhölzer rein, auf die beiden Seiten. Und das ist so das nächste, was ich jetzt erstmal machen werde, damit ihr da schon mal diesen Arbeitsschritt habt. Ihr könnt das nochmal sehen. Ich habe mir das extra mit der Zwinge bündig gedrückt. Das ist auf jeden Fall, also zusammengezogen. Erstmal die Lamello-Verbindung zusammengezogen. Und dann seht ihr mit den kleinen Zwingen das Ganze seitlich bündig gezogen. Mit den Zwingen das Ganze nochmal so rum zusammengepresst. Und dann die Schrauben reingemacht. Also die Schrauben reingemacht. Alles schön vorgebohrt und natürlich auch vorgesenkt. Weil wir haben hier mit einer Eiche zu tun und das klappt sonst alles nicht. Ja. Und so ist das jetzt eine wahnsinnig feste Verbindung. Also da kann wirklich nichts mehr passieren. Hier kommen dann noch die anderen Hölzer noch daneben. Das heißt, die halten hier auch nochmal. Und da passiert garantiert nichts mehr. So, jetzt habe ich den verleimt, verschraubt. Moment. Hier könnt ihr nochmal sehen, das ist dann die Verbindung nach ganz oben. Hier ist dann praktisch die Drehverbindung, dass das Ganze nachher später geklappt werden kann. Und wie gesagt, das ist jetzt richtig, richtig stabil. Ich baue jetzt erstmal die andere Seite, wo ihr ein bisschen darauf achten solltet. Ich habe die Schenkel hier verschieden lang. Der kurze kommt bei mir nach hinten, also nachher und der lange nach hinten und der kurze, der geht dann unter die Bank drunter. Auch da werdet ihr nachher sehen, was ich damit meine, wofür das gedacht ist und ja, da gucken wir gleich mal bei. So, jetzt geht es hier weiter und zwar etwas spezieller. Hier geht es um das Drehgelenk. Das heißt, ich habe Folgendes hier. Ich habe einmal diese Einschlaghülsen, die dann nachher hier eingeschlagen werden. Da wird dann eine Schraube reingedreht. Natürlich, jetzt wird das Loch hier noch durchgebohrt. Und dann wird die hier reingeschlagen. Die ist dann schön außen relativ bündig, dass nichts übersteht. Es wird natürlich hier weiter durchgebohrt. Und auf die Rückseite kommt dann hier schön die Sternschraube dran.
Das heißt, dann kann ich im Prinzip das Ganze nachher schön bewegen. Und wenn ich wirklich mehr Stabilität brauche, kann ich immer noch die Schraube mehr anziehen und es komplett festdrehen hier, um einfach nochmal mehr Steifigkeit in die Bank reinzukriegen. Das heißt, ich habe hier das Loch gebohrt, 28 mm. Hier, die haben ja knapp 25 Durchmesser. Da komme ich auch mit der Nuss nachher wunderbar ran. Ich habe mir da eine relativ einfache Bohrhilfe geholt. Die kostet echt nicht viel Geld, aber die bohrt, sagen wir einfach mal, relativ gut geradeaus. Es ist einfach leichter, mit so einem Teil zu arbeiten oder manchmal leichter damit zu arbeiten, als mit einer Ständerbohrmaschine. Weil wenn man die längeren Teile hier hat, dann wackelt man auch wieder damit rum. Und hier kann ich mir alles auflegen. Und damit will ich auch später die Löcher in die Siebdruckplatte reinbohren. Das ist so der Plan zumindest. Schauen wir mal, wie es klappt. Aber jetzt geht es erstmal hiermit weiter. Seht ihr? Und so sieht das Ganze dann aus. Also das wäre dann der Zustand, wo man es dann hier festziehen würde. Dann wäre hier auch alles Beweglichkeit vorbei. Und wenn man es wegklappen will, na? Und man zusätzlich könnte man natürlich auch dann wieder hier festziehen, damit die Platte auch nochmal im weggefahrenen Zustand steifer ist, dass man das ganze Gerät dann besser fahren kann und dass es besser in der Ecke steht. So, und schaut mal hier, was ich hier Cooles habe. Das ist praktisch die Seite, die praktisch, das hier wäre die Arbeitsplatte. Und die Seite ist direkt unterhalb. Und damit ich an der Seite Sachen festspannen kann, habe ich mir das jetzt hier so gebaut. Da kann ich die schön reinziehen und dann direkt Sachen festmachen. Das Ganze habe ich mir zweimal eingebaut, auch wenn ich breitere Sachen habe, dass ich dann wirklich ein bisschen Entfernung habe. Ich wollte es nicht durchgehend machen, damit ich hier genug Stabilität habe. Und hier kommt auch nochmal ein Quersteg rein unter der Platte drunter, dass die Platte selber auch nochmal an verschiedenen Punkten gestützt wird. Die ist zwar ziemlich dick, aber ja, ich baue lieber überdimensional und habe es nachher richtig stabil. Ach so, und wie habe ich das gemacht hier? Erst mit 40er Forstnerbohrer habe ich hier gebohrt. Dann habe ich bei der Tischkreissäge den Spaltkeil und die Spanhaube runtergemacht. Habe mir das Maß genau eingestellt, was ich hier brauche. Die Säge vorher ganz runtergedreht, das Stück sicher auf der Säge fixiert, dass es auf keinen Fall wegfliegen kann, dass nichts passieren kann. Dann habe ich die Säge einfach hochgedreht und dann wieder abgesenkt, dann das Holz komplett einmal umgedreht, das Ganze nochmal gemacht und schon habe ich hier einen ganz sauberen Schnitt. Und wie gesagt, es war auch sicher, das ist ganz wichtig. So, einen Schritt weiter bin ich wieder. Das ist jetzt der Grundrahmen, wo dann die Siebdruckplatte später drauf kommt. Aber ich werde jetzt erstmal das Grundgestell weiterbauen, dass das erstmal fertig ist. Ja, kleines Zwischenspiel. Meine neue Oberfräse oder Kantenfräse ist eben angekommen. Die werde ich direkt mal einweihen. Ich habe direkt schon mal einen 5 mm Rundungsfräser drauf gemacht, dass ich die Teile schon mal abrunden kann. Und später werde ich die Maschine nochmal mit dem Frästisch, also mit meinem Arbeitstisch kombinieren. Das heißt, ich baue mir dann noch einen Oberfrästisch ein, aber das ist mal eine andere Aktion, die mal kommen wird, wenn der Tisch ganz fertig ist. Ja, ich bin schon wieder in der Ecke weiter. Ich war so im Arbeitsrausch. Ihr seht, das ist jetzt die untere Kiste, wo es nachher hin auch hochgeklappt wird. Das sind die Heberollen, die ich da am dran montieren bin. Da musste ich noch ein bisschen tricksen, weil hier soll eine Schublade rein und hier die Schrauben musste ich noch drehen, also zwei von den Heberollen, weil sonst die Schublade nicht dran vorbeigekommen wäre. Das war so ein bisschen nochmal eine kleine Überraschung. Ja, sonst, es geht gut weiter. Ich mag die neue Oberfräse, die macht Spaß. Und ja, wie gesagt, es geht weiter. Ich mag aber langsam nicht mehr für heute, also so langsam ist gut. So, die Unterseite ist jetzt soweit fertig. Ich habe jetzt noch kleine Füße drunter gemacht. Da steht dann der Bock nachher drauf, wenn man die Füße abgesenkt hat. Das mit diesen Heberollen hat einfach diesen riesigen Vorteil, wenn ich normale Rollen drunter schraube, selbst wenn ich die festklemme, es ist immer eine gewisse Grundbewegung drin.
Wenn ich die hier runterlasse, stehe ich fest hier drauf. Wenn ich jetzt hier vielleicht sogar noch irgendwas Gummiartiges draufklebe, dann rollt da und rutscht da gar nichts mehr. Und gerade bei so einer Werkbank, je nachdem was man da macht, kann man einfach diese Bewegung überhaupt nicht brauchen, diese Zusatzbewegung. Und deshalb Heberollen, die sind halt etwas teurer, aber ja, ich finde einfach nachher von der Funktion her besser. Gut, hier haben wir den ersten Probelauf. Ich habe das Ganze jetzt mal soweit erstmal mit Zwingen zusammen gemacht und Maße kontrolliert und die Füße hier vorne noch ein kleines bisschen abgeschnitten. Die hatte ich ein bisschen zu lang gelassen, um die nachher auszurichten, weil wir wissen ja alle, ne, abschneiden ist leichter als dran schneiden. Hier kommen noch 2 Streben rein. Hier unten kommt auch noch eine Strebe rein. Im Moment habe ich noch ein bisschen seitliche Bewegung drin, was aber vollkommen logisch ist. Wenn unten die Querstrebe drin ist, sollte das deutlich besser werden. Ja, guten Morgen, da bin ich wieder. Es geht weiter. Ich musste gestern Abend echt aufhören. Man sagt ja, nach müde kommt dumm, ne? Und ja, da war ich auf jeden Fall angekommen. Bei dumm. Und ja, ich muss heute Morgen noch ein paar Kleinigkeiten jetzt erstmal ändern. Und ja, und dann geht's wieder weiter. Ich zeig's euch. Schon mal sehr geil am Rande. Die Werkbank ist noch nicht fertig und ich kann direkt diese senkrechte Spannmöglichkeit nutzen, um hier vernünftig meine Sachen anzuzeichnen. Also das ist schon, ja, es macht jetzt schon Spaß. So, was man hier schön sehen kann, ich habe hier schön unten Streben reingebaut, um mehr seitlichen Halt zu kriegen. Das hat sehr gut funktioniert. Ich habe die Siebdruckplatte schon mal zugeschnitten. Hier gibt es im Moment nur eine Zwischenstrebe, hier kommt auch noch eine rein, aber die mache ich später. Dafür kommt es erstmal darauf an, wie ich das Lochraster mache. Und auch ganz spannend, diese Traverse, die ihr hier seht, die ist eigentlich nur dafür da, um den Abstand zwischen den Beinen zu halten. Das heißt, wenn ich die Platte hochklappe, die ist hier in diesem Bereich drehbar, die ist nur mit einer Schraube fest, das ist schön vermittelt. Und dadurch dreht die sich. Das zeige ich euch aber dann wenn ich das Ding mal im Ganzen fertig habe und hochklappe. Und dadurch habe ich dann immer hier den gleichen Abstand mit den Beinen. Ganz hier unten kommt noch eine Schublade rein. Das kommt noch. Und jetzt kümmere ich mich erstmal darum, dass die Siebdruckplatte draufgeschraubt wird. Und dann muss ich bohren, eigenes Lochraster bauen. So, die Platte ist jetzt, wie ihr sehen könnt, verschraubt. Alles schön bündig, alles hier auch gesenkt. Jetzt bin ich an der Aufteilung dran, weil hier kommt ja ein Lochraster rein. Ich habe mich jetzt entschieden für ein 13er Lochraster. 10 kommt mir sowieso ein bisschen eng vor und ich möchte auch einigermaßen die Abstände gleichmäßig haben. Das heißt, ich habe jetzt hier das erste Loch unten von 10 und hier von 8. Das ist zumindest einigermaßen gleich. Aber das heißt, ich habe vorne und hinten dann hier einen 8er Abstand und oben und unten einen 10er Abstand. Aber dann kann ich das 13er Lochraster komplett einhalten. Habe hier in der Mitte nicht das Problem, dass ich in meine Mitteltraverse reinkomme mit dem Lochraster. Das passt also auch, das habe ich schon kontrolliert. Und dann werde ich dann entsprechend noch 2 Mitteltraversen einziehen. Auch so, dass es mich nicht stört. Ich gucke mal hier oder hier, das sehen wir dann mal. Ich werde jetzt erstmal ganz viele Kreuze machen und dann schauen wir weiter. Noch ein kleiner Tipp, messt nicht einfach irgendwie die 10 cm hier ab oder die 8 cm und dann plus 13 und dann wieder 13 und wieder 13. Dann kommt ihr auf Maßdifferenzen. Das ist hier 1 mm, da ein halber Millimeter und am Ende passt es nicht. Macht euch einmal die Mühe, ne, rechnet euch einmal kurz alles aus, plus 13, legt euer Maßband einmal an und dann habt ihr eure festen Zahlen und dann habt ihr diese Maßdifferenzen nicht. Das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Tipp. Ich tue dann die Löcher
alle mit der Vorstellspitze praktisch vorschlagen. Dann habe ich einen genauen Punkt, dass ich nicht verrutsche. Dann habe ich diese eigentlich sehr einfache Bohrständerhalterung. Die klappt aber ziemlich gut. Habe mir einen wirklich sehr guten 20er Forstnerbohrer geholt. So treffe ich dann automatisch genau und dann einmal da durch. Und es klappt eigentlich ziemlich gut alles und da hat eine kleine Kante hier dran, aber ich gehe hier nochmal später mit der Oberfräse rund und man kann es natürlich auch alles fräsen, also mit der Oberfräse machen, die ganzen Löcher ausfräsen, aber ja, ich habe mich halt für die Methode entschieden. Ja, Asche auf mein Haupt. Ich zeige euch wieder viel zu wenig. Ich bin so in der Schaffenswut, könnte man sagen. Also, um euch mal zu zeigen, was jetzt wieder passiert ist in der Zwischenzeit. Also, die Löcher sind alle drin. Und hier zeigt sich auch wieder mal, dass es Sinn macht, Geld für gutes Werkzeug auszugeben. Das ist jetzt hier ein Forstnerbohrer von Bosch Professional gewesen. Der hat ein paar Euro mehr gekostet. Aber nach diesen über 80 Löchern hat er noch genauso gebohrt wie am Anfang. Also richtig geil. Dann habe ich hier die Rundungen noch gefräst. Und hier habe ich eine kleine Phase dran gemacht. So eine 45 Grad Phase. Einfach, dass alles besser rein und raus geht, dass es nicht franselig ist, dass man eine schöne Oberfläche hat. Das ist so, was jetzt so aktuell passiert ist. Dann kommt jetzt hier noch eine Traverse rein. Und hier auch. Ich war schon überlegen, ob ich mir das sparen kann, aber Moment. So, wenn ich hier drauf haue und hier in der Mitte, auf dem Video merkt man es vielleicht nicht ganz genau, nicht ganz so sehr, aber hier ist schon so ein kleiner Tick mehr Vibration drin. Und mein Gott, ich bin jetzt einmal dabei und noch gerade 2 Traversen reinziehen, das sind ja nur ein paar Minuten Arbeit. Und dann steht noch an, diesen Schubkasten da unten reinzumachen oder zu bauen dafür. Der wird, aber da mache ich auch keine großartige Führung. Ich mache eigentlich nur eine Kiste mit einem Boden drin, mit einer kleinen Öffnung, dass man diese Kiste, dass man da reinpacken kann zum Rausziehen. Und der Schubkasten soll dann in beide Richtungen gehen, dass man einfach diese Kiste einfach rein und rausschieben kann und gut ist. Und um mehr geht es da gar nicht, dass man dieses ganze Zusatzmaterial, die ganzen Bankzwingen und sowas, diesen Kleinkram, alles da reinpacken kann in die Bank, wo er hingehört und nicht irgendwo alles in der Gegend rumliegen hat. Also das ist so das Aktuelle, wie es im Moment aussieht. So, noch einmal gerade Schubladen oder Schubkasten im Schnellbau. Das heißt, ich habe mir die Schubkastenseiten alle auf Gärung zugeschnitten. Vorne und hinten noch eine Griffmulde reingemacht. Klebeband drauf, die werden dann umgedreht. Leim rein und dann einfach mit Klebeband zusammen gemacht. Und dann wird der Boden einfach drunter geschraubt. Also normalerweise, klar, wenn man es schön machen würde, würde man den auch einnuten und sowas. Aber wir reden von der Arbeitsbank und nicht von einem Möbelstück. Und von daher Schubkasten, Schnellverfahren. Und schon ist ein Schubkasten fertig. Also wir sind jetzt wirklich nur ein paar Minuten weiter. Ich habe den verleimt, habe direkt den Boden drunter geschraubt. Also wie gesagt, wir sind nur einen kleinen Augenblick später dran als eben. Und direkt mal eine Generalprobe, nehmen wir euch direkt mit dazu. Und schaut mal her. Es ist nicht der schönste Schubkasten der Welt, wie gesagt, aber es passt alles gut. Cool. Ja. Ich werde unten ein paar Kanten abrunden und dann ist der fertig. So, Schubkasten ist ja soweit fertig. Ich habe jetzt hier noch ein paar Bohrungen reingemacht. Die sind auch wieder passend für die Bankhaken. Mal ein bisschen weiter weg. So. Also, jetzt ist die Bank soweit fertig. Es hat ungefähr, eigentlich die Hauptarbeit war nach einem Wochenende durch.
Wir haben zwar jetzt eine Woche später sozusagen, ja doch, eine Woche später, aber das lag einfach noch an den Bankhaken, die ich bestellt hatte. Ich wollte auch alles zusammen haben, um euch dann das Ganze komplett vorzuführen. Damit lege ich jetzt auch mal los. So, erstmal kommen wir zur Lochplatte. Also generell ist es so, die Zwingen passen hier durch. Man kann hier wunderbar, Moment, ich nehme mal gerade eine andere Ecke. Hier kann man es besser sehen. Einmal durch. So. Manchmal stelle ich mich dumm an. Also wie gesagt, man kann hier wunderbar Sachen drauf festspannen, mit hier diesen Zwingen. Was aber auch wunderbar geht, hier die kann man schön hier reinmachen. Hier schon mal einen Anschlag. Dann habe ich hier ein Gegenstück. Und so habe ich halt alles schön auf einer Fläche und kann hier wunderbar Sachen schleifen, ohne dass mir irgendwas hier oben drauf im Weg ist. Ähnlich gibt's dann auch hier so kurze Stopper. Das ist eigentlich das gleiche Grundprinzip, ne? Einen Stopper dran, rein, festmachen und schon hat man eine gute Fläche, auf der man arbeiten kann, wo einem nichts im Weg ist. Die hier gibt es auch noch, ist ein ähnliches Prinzip. Einfach rein, fest. Und es ist richtig fest jetzt hier. Also man kann hier oben also nahezu alles festzwingen. Jetzt hole ich euch mal ein bisschen mit an den Rand hier. Und dasselbe geht halt hier auch am Rand. Das heißt, ich kann die hier auch hier am Rand reinmachen oder auch hier die. Ihr erinnert euch, guckt mal hier, ja, da habe ich ja hier diese Fräsungen gemacht. So. Und auch hier kann ich jederzeit Sachen hochkant einspannen, wenn ich irgendwas zu machen habe. Und wenn ich lange Bretter habe, die ich einspannen will, wie gesagt, dafür sind halt dann hier die. Dann mache ich einfach einen von denen da rein. Hier von denen, kann das Brett hier auflegen, das gleiche am anderen Ende auch. Ne? Ziehe das fest und habe hier eine schöne, wunderbare Arbeitsfläche. Also die Bank ist richtig schön multifunktional, das ist richtig toll und ja, jetzt zeige ich euch gleich nochmal, wie sie geklappt wird. So, hier haben wir die Bank nochmal im Ganzen und jetzt passt mal auf. Das war's schon soweit. Moment, ich nehme euch mal ein bisschen mit nach oben. Seht ihr? Ich komme leider nicht weiter weg jetzt hier mit der Kamera. Und dann brauche ich jetzt praktisch nur noch die Rollen hochzuheben. Hier. So kann ich alles hinfahren, wo ich will. So, was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe hier drunter noch so spezielle Gummipads gemacht, so Anti-Rutsch-Pads, damit die ganze Bank noch fetter, noch sauberer auf dem Boden steht, wenn man damit am Arbeiten ist. Ja, einfach um noch mehr Bewegung rauszunehmen aus der ganzen Bank. Und die steht wirklich, ja, die steht bombastisch da.
So, und jetzt das Ganze noch mal rückwärts. Wie gesagt, einfach das Ganze absenken. So steht das Ganze schon mal wieder richtig fest. Und ihr seht, die ganze Bank steht richtig fest. Ich kann unten drunter noch diese Sternschrauben, die ich hier habe, die kann man noch mal zusätzlich anziehen. Dann kriegt man noch mehr Steifigkeit rein. Ja, ist eigentlich gar nicht mehr notwendig, aber wer weiß, wofür es gut ist. Also wie gesagt, die Bank ist fertig. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht, das ganze Video. Was gibt es noch zu sagen? Ausblick aufs nächste Video. Die Bank ist fertig, wird trotzdem weiter umgebaut. Ich habe hier die Oberfräse, die kleine. Da habe ich mir einen zweiten Käfig für besorgt. Und der kommt hier drunter. Das heißt, an die Stelle hier kommt verrückt die Oberfräse drunter. Dass ich da noch mal eine Fräsvorrichtung habe, zum Kantenrunden oder sowas. Man kann ja auch dann wunderbar hier einen Anschlag drauf spannen durch die Möglichkeiten, die man hat. Und so habe ich dann einen astreinen, riesengroßen Oberfrästisch, den ich jederzeit nutzen kann. Der kleine Käfig bleibt fest drunter. Und wenn ich mal die Oberfräse mobil brauche, habe ich den zweiten Käfig. Und das ist so das kleine Projekt, was noch als nächstes hinten dran kommt. Habt ihr noch Fragen zu der Bank? Schreibt Kommentare. Und ja, Teilmaße habe ich euch, glaube ich, schon im Laufe des Videos gegeben. Und wenn ihr noch irgendwelche Rückfragen habt zu irgendwelchem Zeug, meldet euch. Wenn ihr in meiner Nähe irgendwo wohnt, wer mich kennen sollte, der weiß es ja. Schrauben, Sternschrauben und ähnliches braucht ihr noch nichts zu bestellen. Kommt vorbei, ich habe ein paar Schrauben übrig, weil in den Mengen, die ich da gekauft habe, was will ich noch mit noch 10 anderen Werkbänken, ne? Gut, ja, das war's soweit. Dann habt Spaß, baut euch eine schöne Bank und ich würde mich über jeden Nachbau freuen. Ciao.